Immer nur Regen. Das ist schon eigen, was das so mit der Stimmung macht. Ach ja, aber wenn es nur das ist, dann wissen wir, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Was mir eher Sorge macht, ist, dass gerade auch junge Leute oft so eine düstere Stimmung haben. Ja, es breitet sich sowas wie ein Zukunftspessimismus aus. Und interessanterweise sagen viele, dass sie nicht unbedingt Sorgen haben um das eigene Leben, aber wenn es um die Weltlage geht, haben die echt große Sorgen um die Zukunft. Ja, das Zeitungslesen ist meist nicht so erfreulich, weil überall wird ja das Negative hervorgehoben. Da erfahre ich zwar viel, wofür ich auch beten kann, aber gleichzeitig zieht es schon auch runter. Also einfach Krisen, Kriege, Katastrophen. Ich frage mich manchmal, ist die Welt wirklich so schrecklich? Oder gibt es nicht auch viel mehr Gutes, Schönes und auch Leben, das gelingt? Also Entwicklung, Aufbau, wo wird eigentlich davon berichtet? Und dabei geht es ja nicht nur um Schönfärberei, sondern einfach um die Frage der Wahrnehmung. Können wir auch das Schöne, das Gute sehen und das wertschätzen? Denn das ist ein Zeichen von menschlicher Reife. Auf der großen Weltebene entwickelt sich so viel Gutes. Die Tatsache, dass zwischen 1980 und 2022 die Prozentzahl der Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, von 58% auf 91% gestiegen ist, das übersehen ganz viele. Und auch die Zahl von Menschen, die von extremer Armut betroffen sind, ist von 1990 auf 2020 von 40% auf 9% gefallen. Es gäbe noch ganz viel mehr, wovon man berichten könnte. Das sind echt große Fortschritte. Aber wie viel mehr positive Entwicklungen finden im Kleinen unseres alltäglichen Lebens statt? Wie können wir realistisch eine helle Zukunft gestalten? Vielleicht geht es mehr darum, wirklich einen positiven Blick, also ganz bewusst zu entwickeln. Ich habe mich erinnert an das Thema der Nacht des Heiligtums, dieses Jugendfestivals vom letzten Jahr. Da hieß es, Risk it, Zuversicht. Und beim Motto Talk haben wir Beiträge gehört von ganz verschiedenen Menschen, die sich eben großzügig für das Gute und für ihre Mitmenschen einsetzen. Und sie tun das, weil sie daran glauben, dadurch einen positiven Unterschied zu machen. Einfach im Hier und Jetzt wirklich was zu verändern. Eine junge Frau, die hat genau das als ihre Botschaft mitgenommen nach Hause. Sie erzählt also das Bewusstsein, dass in jedem Augenblick irgendwo auf der Welt etwas Gutes geschieht, das hätte sie mitgenommen. Das kann einen wirklich optimistisch stimmen. Simon Sinek, ein amerikanischer Unternehmensberater, der auch als Optimistin bezeichnet wird, erklärt: Ich verneine nicht Dunkelheit, aber die Zukunft ist hell. Blinde Positivität sagt, alles okay, keine Sorge. Sie leugnet, dass irgendetwas nicht stimmt und dass es Probleme gibt. Optimismus sieht das Schwere und sagt, das werden wir schaffen. Und zudem werden wir durch die Lösung dieses Problems glücklich. Optimismus bedeutet nicht, Problemen aus dem Weg zu gehen, sondern sie anzugehen. Denn Probleme bringen Lösungen und Lösungen bringen uns vorwärts. Ich habe selbst sowas erlebt vor einiger Zeit. Wir hatten ein Treffen als Gemeinschaft
Und da hat über einen Zeitraum von ein paar Tagen jede aus ihrem Arbeitsbereich berichtet, von Fragen, die sie beschäftigen und auch von Zukunftsschritten, die sie geht oder gehen will. Zunächst hat es mich fast erschlagen, so eine geballte Ladung an offenen Fragen. Dann aber habe ich gedacht, wie genial, dass jede an ihrem Platz versucht, diese Probleme zu lösen. Keine einzelne von uns kann alles machen, aber jede tut etwas in ihrem Bereich. Sie kämpft sich durch, geht neue Wege für die Zukunft. Realistisch, optimistisch. Es werden immer Probleme vor uns liegen, aber wir werden auch immer wieder erleben, wie wir sie lösen können. Schritt für Schritt, mit viel Geduld. Oft nicht allein und nicht aus eigener Kraft, aber mit Gottes Hilfe und als seine geliebten Kinder. In dem Buch Werktagsheiligkeit, einem der ersten Bücher, die über das Heiligkeitsverständnis Schönstadts geschrieben wurde, heißt es über die sogenannte Werktagsheilige, oder wir könnten auch sagen in unserer Sprache die christliche Lebenskünstler. Ja, das sind Optimisten, weil sie Gott gehören und wissen, dass der Sieg doch einmal auf Seiten Gottes sein muss. Sie wirken auf ihre Umgebung wie Sauerteig. Und dann möge Gottes Güte uns viele Werktagsheilige schenken. So sei es. Und zum Mitnehmen so ein paar kleine Anregungen, die man sich merken kann und die sicher helfen, eben ein christlicher Optimist zu sein. Erstens, sich auf Lösungsmöglichkeiten fokussieren, nicht auf das Problem. Zweitens, sich nicht von Misserfolgen herunterziehen lassen. Man sagt ja, wenn der Tag nicht dein Freund war, so war er doch dein Lehrer. Und dann drittens, sich an die guten Dinge erinnern. Also am Ende des Tages kann man sich 3 positive Momente des Tages notieren. Und das hilft auch in Zukunft, wenn man dann zurückschaut und das nochmals auf sich wirken lässt. Ja, und viertens, sich ganz bewusst in die Hand Gottes geben. Dieser Akt des Vertrauens, der Hingabe an ihn, das ehrt ihn und er wird das sicher nicht unbelohnt lassen. Also lasst uns doch alle diese christliche Optimisten realistisch optimistisch werden. Ganz liebe Grüße.